Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind mal wieder auf Bali in Denpasar und fliegen heute mit Turkish Airlines und deren neuen 787 Business Class nach Istanbul zum Flughafen und dann nach Hannover. ja, wieder nach Hause. Seid gespannt auf das nagelneue Flugzeug, auf den neuen Service von Turkish Airlines und was sie so alles anbieten. Als Business-Class-Kunde bei Turkish Airlines hier in Denpasar dürfen wir die TG, also die TG-Lounge benutzen. Die ist gleich neben der Premium-Lounge, in der waren wir auch schon, aber die ist relativ klein. Aber die ist wesentlich besser als zum Beispiel die Premium-Lounge gegenüber. Hier hat man ein Live-Cooking gleich um die Ecke und da ist eine Bar und man hat einige tolle Sitzmöglichkeiten hier. So, wir haben uns ein bisschen nach hinten verzogen. Hier ist nicht ganz so viel los. Vorne an der Theke ist jeder hier in der Lounge, aber hier hinten ist nichts los. Und was ich richtig cool finde, es gibt hier frisch gemachte Nudeln, entweder Bolognese oder Carbonara. Na, Carbonara können wir uns gerade nicht so erlauben, aber Bolognese sieht lecker aus. So, jetzt war es das mit der TG Lounge. Wir sind schon etwas aufgeregt, muss ich sagen. Das erste Mal, dass wir in der neuen Business Class von Turkish Airlines fliegen werden. Und ich glaube, es ist sogar das erste Video überhaupt auf YouTube, welches auf Langstrecke die Business Class von Turkish Airlines zeigt. Und weil wir wieder mal den Vorteil bekommen haben, früh an Bord zu dürfen, blenden wir euch für die Szenen dann unterstützt durch Produktplatzierung ein, auch wenn wir natürlich das Ticket selbst bezahlt haben. Hello. Okay, keep your pass, please. Hello. Oh, cool. Wow, das ist jetzt die Business Class von Turkish Airlines hier im Dreamliner 787-39. Business Class Sitze gibt es hier in einer 1:1 Konfiguration. Und schauen wir mal schnell in die Economy Class, die ist nämlich auch neu. Hello. In 2 Abteilen. In einer 3:3:3 Konfiguration. Und jeder Sitz hat einen eigenen Monitor, eigenes Display, berührungsempfindlich mit Tisch, Ablagemöglichkeiten. Am Platz ist auch eine Decke, ein Kissen und die Kopfhörer von Turkish Airlines. Und wenn man Glück hat und man sitzt ganz weit hinten, hat man eventuell auch die ganze Reihe für sich ganz allein. Das hat den Vorteil, das ist quasi ein bisschen Premium Economy oder Business Class Ersatz. Also man kann sich hier richtig breit machen. Das ist cool. Ansonsten, wie immer, der Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch die Sitze vorher auszusuchen, dann guckt mal, ob ihr einen Notausgangsplatz bekommt. Denn der ist zum Beispiel in der Reihe 9 oder hinten, ich weiß nicht genau welche Reihe. Und wem es aufgefallen ist, wir sind ja kürzlich mit der Singapore Airlines 787 mit der 10 geflogen. Da haben die nämlich die gleichen Sitze eingebaut. Ganz lustig, auch in der gleichen Konfiguration. Deswegen kennen wir sie ein bisschen, aber ihr habt das Video noch nicht online. Aber ihr habt es vielleicht bei Instagram in unserer Story gesehen. Sie macht auf jeden Fall einen sehr modernen, tollen Eindruck. Es ist auch sehr hell hier drin. Also ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben diesmal absichtlich einen Platz am Fenster genommen. Bis jetzt Mal saßen wir in der Mitte. Die beiden Sitze hatten wir nämlich. Die fanden wir ein bisschen eng, also gefühlt. Aber jetzt sind wir am Fenster. Da vorne ist mein Platz. Und ich hoffe, dass es dort angenehm ist. Aber so sieht's aus.
Okay, thank you. Interessant, ihr könnt es ja sehen, die Sitze sind ja unterschiedlich angeordnet. Die Sitze, die nebeneinander sind, also ganz nah aneinander, die haben so einen Sichtschutz, den man hoch und runter fahren kann, so ein bisschen auch wie bei Qatar Airways. Kann man aber auch, kannst einfach wieder runterfahren. Zack, weg ist er. Finde ich recht gut gelöst. Also kann sich jeder überlegen, wie er dann gerne sitzen möchte. Entweder mit Partner in der Mitte zusammen, alleine am Fenster oder wenn man halt keinen Platz mehr über hat oder man muss irgendeinen nehmen, dann nimmt man einen, der in der Mitte ist, aber trotzdem weit auseinander ist. Denn ihr könnt es sehen, die hinteren sind dann wieder mit einem Tisch dazwischen. Also hat man wieder mehr Privatsphäre. Und nachher erzähle ich euch noch ein bisschen was über den Sitz allgemein. Denn der Sitz hat einen ganz bestimmten Vorteil. Den erkläre ich euch dann aber während des Fluges. Ich teste gerade, ob das wirklich so eng ist, aber ich weiß es noch nicht. Also Singapore Airlines sind halt nicht so gelegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich nicht. Und was ich richtig cool finde, ist ja dieser Stoff da, ne? Das ist wie Wildleder, so ein bisschen fühlt sich das an. Und ziemlich schick auch hier der Gurt. Stylisch, oder? Da ist ein Spiegel. Wenn ich schminken wollte, könnte ich mich jetzt hier also auch schminken. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Kopfhörer. Die sind ja richtig hochwertig, die Kopfhörer. Genial. Also, hat was. Mal schauen, ob sie auch so gut sind. Wir sitzen leider getrennt, weil wir zu spät eingecheckt haben. Und ich konnte nicht online einchecken. Das hat nicht funktioniert, weil das ein Meilen-Ticket ist. Bekommt man eine Buchungsreferenznummer, die nicht funktioniert. Zum Einchecken oder zum Buchung verwalten bei Turkish Airlines. Also hätte man anrufen müssen, habe ich aber keine Zeit gehabt. Habe ich auch gedacht, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also Dominik sitzt jetzt letzte Reihe links, ganz hinten und ich letzte Reihe rechts. Ja. Aber vielleicht können wir ja während des Fluges nochmal tauschen, wenn der Nachbar auf 7F nicht kommt oder vielleicht möchte er am Fenster sitzen. Das kann man ja alles nochmal klären. Die Business Class oder der Business Class Sitz hier bei Turkish Airlines im Dreamliner 787-9 hat eine Menge Verstaumöglichkeiten unter der Fußablage und die Fußablage an sich ja auch. Ja, ist mit einer großen viel Fläche. Ich habe gelesen und habe gehört von vielen anderen, dass das der einzige Nachteil des Sitzes sein soll, denn der soll einfach zu klein sein, also der Bereich. Slipper, eine Tüte mit einer Decke. Brauche ich später, denn es ist ja ein Nachtflug. Wir fliegen durch die Nacht. Wir starten 21 Uhr und kommen 5 Uhr morgens in Istanbul an. Da freue ich mich drauf. Fast 12 Stunden, 13 Stunden werden wir jetzt fliegen. Von Denpasar nach Istanbul, zum neuen Hafen von Istanbul. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Da machen wir ein Video drüber, wenn ihr dann fit genug sind. Und dann zeigen wir euch ein bisschen mal, was ihr dort noch so erleben könnt im nagelneuen Flughafen von Istanbul. Hello sir, welcome again. Thank you. Here's your menu cards. Oh, thank you. The pen for the breakfast room. Okay, gut. Professionell und sehr, sehr freundlich sind die hier bei Turkish Airlines. Das ist jetzt die Menükarte, kennt ihr ja, auszuklappen wie so eine kleine Blume. Und dann gibt es eine Menge Auswahl. Frühstück kann ich schon mir aussuchen für morgen früh. Und ja, ich denke mal, das blende ich euch nachher im Laufe des Fluges mal ein. Also Essen ist ja wie immer wahrscheinlich sehr, sehr gut bei Turkish, denn das Do & Co ist für uns eigentlich der beste Airline-Caterer, den es so gibt. Die machen hauptsächlich das Catering von Turkish Airlines und von Austrian, manchmal auch von Lufthansa und von British Airways. Aber ich glaube, es kommt noch ein paar mehr dazu in Zukunft, denn es spricht sich rum, dass die ihre Arbeit sehr, sehr gut machen. 18 Zoll ist übrigens der Monitor vor mir groß. Er ist ein berührungsempfindlicher Monitor mit verschiedenen Sprachen. Und er reagiert unglaublich schnell und gut. Wir sehen einmal nur drauf tippen und schon hat er es. Also das ist selten so. Mal schauen, wie lange es noch so ist. Aha, auch das ist sehr gut mitgedacht. Denn wenn man nämlich dann liegt, also ganz unten liegt, kann man schlecht hochgucken. Wenn man den Monitor dann nicht angewinkelt hat, ist es teilweise verschwommen oder man kann nichts erkennen. Deswegen kann man den ein bisschen anwinkeln und damit kann man viel, viel besser im Liegen schauen. Sehr gut mitgedacht. Und wie wir es auch von
Türkisch kennen. Die Auswahl ist mega groß an Filmen und an Musik, Serien. Auch vieles in deutscher Sprache, deutsche Tonspur. Obwohl wir ja ganz weit weg sind, ne, von zu Hause. An meinem Sitz wartet schon ein Amenity-Kit von Versace. Was ist da jetzt alles genau drin? Ein paar Socken, dann die Augenbinde, die auch ziemlich hochwertig aussieht. Zahnbürste, Zahncreme, Ohrstöpsel und verschiedene Cremes. Wie immer. Und wenn ich essen möchte oder wenn ich Ruhe haben möchte, einfach mir das auf die Kopfstütze kleben. Außerdem die Kopfhörer, die hat Dominik euch vorhin gezeigt, die sind mega hochwertig, die sind auch irgendwie neue. Die Packung ist schon so schwer, also das ist schon richtig cool. Also die sahen auch nach richtig ihr Kopfhörern aus. Die sind so komplett drüber. So habe ich es zumindest auch bei Air France La Première gehabt und man hört gar nichts mehr drumherum. Aber da gibt es nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen über den Sitz und die Kopfhörer hier. Welcome once again. Let's get something fresh to drink. Still water, orange juice, raspberry, and lemonade. Let me take it for you. Lemonade is good. My name is Cesar. I will be helping you in here. If you need any help from me or from my friends, we will be help welcome to flights. Okay. Thank you so much. You are welcome. Very nice flight. Nachdem ich jetzt ein bisschen hier mit dem Sitz rumgespielt habe, habe ich auch rausgefunden, dass es hier eine linke Armlehne gibt, die man hoch und runter stellen kann. Die war nämlich runtergestellt, dann habe ich gedacht, wo tue ich denn einmal einen Arm hier hin? Aber das ist ganz einfach, hier ist er. Und rechts kann ich ebenfalls hochfahren und bin dann sozusagen in meinem eigenen Thron. Was Dominik ja auch schon gesagt hat, ist dieses Stickmuster hier. Also es ist alles mit Stoff ausgelegt und richtig komfortabel, weich gestaltet. Also hat man sich schon Gedanken gemacht über den Sitz. Ob den jetzt Turkish Airlines entworfen hat oder der Sitzhersteller, weiß ich nicht so genau, aber man hat auf jeden Fall da eine gute Wahl getroffen. Ich bin gespannt, wie der sein wird auf einem 12-13-Stunden-Flug, wenn man hier richtig schlafen möchte. Ob denn das wirklich so komfortabel ist, wie er aussieht, oder ob er vielleicht doch ein bisschen zu eng ist unten an den Füßen. Wir werden es sehen. Jetzt hier ein Pre-Boarding hatten, kann ich euch nicht genau erzählen, wie das Boarding bei Turkish hier in Denpasar funktioniert, aber es sah so aus, als wenn zuerst die Economy geboren worden ist. Also die sind alle zuerst reingegangen und relativ schnell, wir sind auch eigentlich schon Boarding completed, und dann die Business Class und ziemlich entspannt. Ich denke aber auch, dass man normalerweise auf Statuskunden achtet, dass die entsprechend halt früher reinkommen können. Auch als Business Class Kunde kommt man normalerweise ja zuerst ins Flugzeug rein. Gut, ich habe jetzt die Menükarte bekommen und der Koch geht auch schon rum und fragt nach meiner Wahl. Ich bin noch gar nicht so weit. Wie immer, ich quatsche viel zu viel. Dine on Demand ist das Motto hier bei Turkish Airlines. Also ich kann bestellen, wann und wie viel und was ich möchte. Das finde ich auch immer ganz gut. Man überlässt quasi dem Kunden, also dem Fluggast, die Wahl, wann er essen möchte. Bei vielen Airlines ist es so, kaum ist man gestartet, man ist in der Luft, geht das Licht an und es wird gegessen. Das Krach ohne Ende, genauso wie beim Frühstück. Das ist hier nicht so. Man kann also quasi sich aussuchen. Schwere Wahl. Also ich habe jetzt hier 4 Hauptspeisen, die ich mir aussuchen kann. Der Rest ist festgesetzt. Also es ist so eine kleine Platte mit verschiedenen Käse- und Wurstvariationen. Und ja, gut, Dessert kann ich mir auch noch aussuchen. Spinat-Tortellini kann ich heute mal. Ich versuch's mal. Ich nehme die Nudeln. Mr. Bamberger, have you decided I would like to take the order, please, for the main course? Yeah, yes, it's a big choice, but I go for the tortellini. Sorry? Tortellini, Tortellini pasta. Wonderful choice. Yeah. I wish you great flight. Thank you very much. Ja, es geht los. Türen sind zu, Safety Video läuft, ist gerade vorbei und jetzt kann es losgehen auf 12 Stunden Flug nach Istanbul. Clever crew, be super takeoff.
kabin gibi tavsiyelerinize işgal. Wir sind gestartet und das ziemlich entspannt, aber ich mag ja das Geräusch beim Takeoff von dem Dreamliner 787. Übrigens, was ich toll finde, ist, wenn hier rechts der Controller ist und man so gegenkommt, stoppt man nicht den Film oder macht irgendwas damit, sondern er reagiert nur, wenn ihr es wieder hier seht, wenn ich ihn in die Hand nehme. Wenn er da drin ist, reagiert er nicht. Finde ich ganz gut. Das hat diesen Vorteil, wenn man zum Beispiel immer mit seinem Arm hier ist und irgendwann drückt man dann, das habe ich öfter bei Katar gehabt, dann habe ich mir irgendwas bedient und plötzlich wird irgendwas abgespielt oder es leuchtet, während man eigentlich Ruhe haben möchte. Das geht tatsächlich nicht, wenn das Ding eingerastet ist, lässt es sich nicht bedienen, der Controller. Und auch das finde ich richtig cool gelöst. Es ist dunkel, sobald man es mal anfasst, kommt dann die Bedienung für den Sitz. 3 Schnellzugriffe wie immer. Ich kann damit auch die Lampen steuern, hier diese Lampe. Do Not Disturb aktivieren, damit ich nicht gestört werde. Und der Flugbegleiter rufen und auch den Monitor an- und ausmachen. Ich finde das sehr, sehr gut durchdacht. Hier habe ich ein kleines Fach. Ich habe übrigens auch einen Spiegel, einen Schminkspiegel, ein USB-Anschluss und die Universalsteckdose. Ziemlich nah dran, perfekt zum Arbeiten. Der Tisch ist hier vor mir, werde ich aber euch nachher mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Also den kann man rausziehen, ausklappen, aber nicht drehen. Das heißt, wenn ich seinen Platz verlassen möchte, muss ich alles wegtun auf diesem Tisch. Wieder bei Turkish Airlines ist das Wi-Fi on board kostenfrei. Das heißt, jeder kann sich da einloggen und hat direkt eine Verbindung zur Außenwelt. Ist ganz cool für uns jetzt, da kann ich jetzt schnell mal die Story beenden. Dominik macht sie, lädt ein paar Bilder und Videos hoch, wie wir hier ins Flugzeug gekommen sind. Ist immer ganz cool, dann ist für euch so eine kleine Review. Und ja, für uns halt wollen wir euch zeigen, was wir halt so erleben. Ihr seid ja quasi immer live dabei. Also für jeden ist falsch. Es ist kostenlos für Business-Class-Kunden. Economy-Gäste können sich einloggen über das Meilenprogramm von Turkish Airlines. Ich hoffe jetzt mal einfach, es ist hell genug, um euch zu zeigen, wie der Sitz bei Turkish Airlines in dem Dreamliner ist. Bedienen kann ich ihn, wie gesagt, hier. Ich drücke auf diesen Knopf. Und das ist dann die Liegefläche. Sie ist 1,93 Meter lang und hat tatsächlich hier vorne ein wenig Spielraum für die Füße. So, aber es ist tatsächlich ausreichend lang. Also ich will mich nicht beschweren. Und das Polster ist ebenfalls relativ weich und es gibt auch noch ein extra Polster bzw. extra Auflage. Wird nämlich jetzt schon verteilt. Mir gefällt der, vor allem, weil es ist alles irgendwie aus Stoff hier. Die Auflage, das Kissen macht nochmal ein bisschen was her. Es bringt mehr Style, aber auch mehr Komfort. Tatsächlich ist er jetzt noch weicher und die Decke ist noch eine andere, als die jetzt hier am Anfang ausgeteilt worden ist. So eine Art Fließdecke. Es ist schon ziemlich gut, was Turkish Airlines hier in diesem Business-Class-Produkt im Dreamliner bietet. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann hier
richtig gut schlafen. So, jetzt warte ich noch auf den Service hier. Es wird nämlich gleich der Service beginnen. Und dann wird wahrscheinlich hier auch dunkel gemacht werden. Die Leute wollen schlafen, sie wollen sich ausruhen. Und es ist ein 12 Stunden Nachtflug. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja schon mal sehr, sehr zufrieden. Und wie kam ich eigentlich dazu, jetzt hier in diesem Flieger zu sitzen? Natürlich, ich wollte unbedingt so schnell wie möglich dieses Produkt testen. Bezahlen konnte ich es nicht, weil Turkish Airlines wollte auf der Strecke, weil sie auch sehr gut gebucht wird, über 3.500 € One-Way haben für einen Flug nach Deutschland von Denpasar aus. Habe ich gedacht, dann nutze ich doch meine Miles & More. Meine Turkish Airlines gehört ja zur Star Alliance und die Airline lässt sich dann ganz einfach mit Miles & More Meilen buchen. Das blende ich euch gerne mal unten ein. Das sind so unsere Travel Hacks. Mit diesen Tricks, mit Meilen, Punkten, einem Status kommt man relativ gut durchs Leben. Und wenn ihr mal nicht genügend Meilen habt, könnt ihr immer noch mit Kreditkarten oder vielleicht auch mit Payback, habe ich euch auch schon öfter erklärt, Payback, die könnt ihr nämlich Payback-Punkte 1 zu 1 zu Miles & More transferieren, umtauschen und durch jeden Einkauf mit der Kreditkarte bezahlen, durch Payback-Punkte oder mit Payback sammeln und alles dann zu Miles & More schicken. Dann habt ihr ganz schnell eure 55.000 Meilen zusammen und das reicht, um einen Premiumflug zum Beispiel in die USA zu buchen. Hin und zurück in Business Class, Lufthansa, Swiss, Austrian, könnt ihr euch ausdrucken. Slipper hier, die sind ja richtig bequem. Die sind weich, als wie so, wenn man in Pantoffeln hier durch die Gegend läuft. Das ist richtig cool, also sehr bequem. Okay, ich glaube, es ist an der Zeit, mal über das Thema Sitz und warum hat sich Turkish Airlines dafür entschieden, zu sprechen. Und zwar ist es so, dass dieser Sitz zusammen mit den Kopfhörern, könnt ihr mal sehen, wie hochwertig diese Kopfhörer sind richtige Over-Ear. Ja, sie gehen komplett um die Ohren herum, unterdrücken allein so schon die Umgebungsgeräusche. Wow. Und aufgrund der Tatsache, dass diese Lappen hier, sagen wir mal, diese Sitzohren, die sind hier rechts, sind so Ohren, links geht es in den Sitz rein, macht diesen Sitz besonders geräuschreduzierend. Also er soll mega leiser sein im Gegensatz zu anderen Business-Class-Produkten und natürlich das alte Business-Class-Produkt von Turkish Airlines in der 777, wo es eine 2-3-2-Bestuhlung in der Business-Class gibt. So, das ist der größte Vorteil dieses Sitzes hier. Roast beef, vegetable samosa, and the blanched brown with some mango chutney. Ah, Thank you very much. Und der sogenannte Gruß aus der Küche ist ein Canapé oder 3 Canapés, weil er gerade gesagt, einmal Garnele, einmal Rindfleisch, das andere ist irgendwas mit Gemüse gefüllt. Das ist interessant. Ein Schälchen mit Öl, ein Schälchen mit Kräutern oder ein Schälchen mit Butter. Oh, eine Pilzsuppe in einem goldenen Schälchen. Das hat schon irgendwie Stil, aus so einem goldenen Schälchen Suppe zu essen und die Suppe schmeckt auch relativ gut. Also es könnte ein bisschen wärmer sein, aber wahrscheinlich, weil ich ganz hinten sitze, habe ich sie ja zuletzt bekommen. Aber es ist vollkommen okay und schmeckt richtig, richtig lecker. Weiter geht's mit der Vorspeise oder den Vorspeisen. Es kommt ein ganzer Wagen hier an mit ganz vielen verschiedenen frischen Zutaten. Also es gab
typical Arabic Mise, Hummus, dann dieses Petersilie-Grünzeugs, Tomate, Mozzarella, Salat. Es gab auch noch Shrimps und Hühnchensalat. Also es ist eine große Auswahl da. Das ist interessant. Der Salz und Pfeffer ist magnetisch. Das heißt, die können auch nicht umfallen. Enjoy. Thank you. You're welcome. Perfekte Nudeln. Also sie sind auch nicht so mega schlapprig durchgekocht und ähnliches, sondern sie sind noch ein bisschen al dente, ganz wie Alitalia-Style, muss ich schon sagen. Also sie schmecken sehr, sehr gut. Bin ja gespannt, was Dominik von seinem Essen sagt. Ich habe gerade den Koch hier an Bord gefragt, ob das Catering aus Bali tatsächlich von Do & Co ist. Und er hat gesagt, nein, ist es nicht. Aber an die Stationen, wo es kein Do & Co Catering bei der Turkish Airlines gibt, da werden die türkischen Küchenchefs, Köche, so wie er es gesagt hat, hingeschickt, um eben Rezepte weiterzugeben, die Karte zu machen und auch die Qualität zu überprüfen. Fand ich eine interessante Aussage, muss ich sagen. Und eins sei mal gesagt, Turkish Airlines ist die erste und einzige Airline, die ein Fischmesser zum Fisch serviert hat. Das habe ich in keiner First Class erlebt, das habe ich noch nirgendwo erlebt. Also, da haben sie mich gekriegt damit dann. Abgesehen davon, die magnetischen Salz- und Pfefferstreuer hat euch Stefan bestimmt schon erzählt, finde ich toll. Und ich habe es komplett aufgegessen. Irgendeine Würzmischung ist das mit Oregano und Chili und total lecker, sage ich euch. Also fantastisch heute. Mein Essen zumindest bisher. Es gibt nur 2 Toiletten hier in der Business Class im Dreamliner und beide sind in der hinteren Galley, wobei die eine ist mit der Economy geteilt und das ist die reine Business Class Toilette, aber sie ist nicht wirklich klein, wie ich es vermutet hatte, weil man hat irgendwie ziemlich viele Sitze hier in dieses Flugzeug gepackt, aber die Toilette an sich ist ziemlich geräumig, oder? Amenities gibt es wie immer genügend, Cremes, Seife, Raumduft und hier noch mein Eau de Cologne. Nice. Ha. Und eigentlich habe ich das immer nur bei asiatischen Airlines gesehen, ANA und JAL. Die haben das BD eingebaut in den Toiletten, aber türkisch hat sie es auch geleistet. Das finde ich gut. The mango cake, mango mousse cake, Turkish dessert varieties, baklavas, fresh fruits, strawberry ice cream and cheese by the way. Thank you. So, und zum Abschluss gibt es noch mal ein bisschen Dessert. Das können die Türken ja besonders gut. Türkisch und natürlich auch ein bisschen Turbulenzen, wie immer. Und türkisches Dessert ist ja etwas fettig teilweise, aber schmeckt mega lecker. Und Früchte, Eiscreme gibt es und natürlich auch noch verschiedene Kuchen und Käse. Also die Auswahl ist generell riesig. Ob es das die Vorspeise ist, ob es ein Hauptgang ist, ob es die Nachspeise ist. Es ist so viel zur Auswahl, man kann sich kaum entscheiden. Ach ja, das ist toll. Wir sehen uns dann morgen früh, entweder zum Frühstück oder wenn es zwischendurch noch was zu essen gibt. Und hoffentlich ist es hell. Um 5 Uhr soll offizielle Landung sein. Und ich kann ein bisschen was vom neuen Istanbuler Flughafen für euch zeigen und selber auch sehen. Thank you. Guten Morgen, so fühle ich mich gar nicht. Ich habe leider kein bisschen geschlafen, aber es liegt jetzt nicht unbedingt an dem Bett oder an dem Sitz, sondern ich bin einfach in einer ganz anderen Zeit. In der deutschen Zeit, aber das ist auch nicht so richtig, weil in Deutschland ist es jetzt 6 Uhr morgens. Weiß nicht so genau. Aber ich fühle mich nicht unbedingt völlig groggy, also durch. Also okay, ich habe ein paar Filme geschaut, habe mich hingelegt, ein bisschen entspannt gelegen, aber das würde ich wahrscheinlich unbedingt nachher nochmal sagen. So ganz zufrieden bin ich mit dem Sitz nicht. Er ist bequem, er ist, wenn man diese Armstützen runter macht, breit, aber er ist nicht lang genug und die Füße sind so ein bisschen eingeengt. Also da bin ich nicht so zufrieden. Aber im Ganzen, das Entertainment-System der Monitor ist mega groß und die Geräuschkulisse ist gefühlt nicht so hoch, aber ich wollte es euch nochmal zeigen. Mitten im Raum haben wir 75,6 dBA. Das ist relativ viel im Vergleich zu anderen.
Und wenn ich hier in meinem Bereich den Tester ablaufen lasse, habe ich nämlich nur noch 73 bis 74, also ganze 2 dBA weniger. Also man merkt, wenn man hier in diesem kleinen Kokon ist man ruhiger. Allerdings habe ich aber auch schon ruhigere Business-Class-Kabinen erlebt. Ich nicht so gut schlafen konnte Dominik wesentlich besser schlafen. Ich zeige euch mal. Er schläft immer noch tief und fest. Ich glaube, einige Stunden hat er nämlich schon hinter sich. Er hat es in einer anderen Zeit offensichtlich. Also, aber wie gesagt, ich fühle mich auch gar nicht so durch. Aber das werde ich dann wahrscheinlich spätestens im nächsten Flug merken. Aber wir sind noch ganze 5 Stunden jetzt am neuen Istanbul Flughafen. Und eigentlich wollte ich mir ein bisschen was anschauen dort. Aber ob ich da noch wirklich dann zu Lust habe, im Jetlag-Feeling, weiß ich nicht so ganz genau. Also ihr werdet es sehen. Am besten guckt ihr mal im Kanal, ob es online ist. Werden wir sicher, wenn wir es machen, auf jeden Fall posten. Dann drückt auch mal auf das i. Wenn es jetzt nicht kommt, habe ich es nicht gemacht. War ich vielleicht zu müde. Oder Dominik hat es gemacht, wer weiß. Thank you. Ja, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, ein bisschen länger auf das Frühstück zu warten, weil es sind ja noch 2 Stunden bis zur Landung. Ich finde es ein bisschen früh. Allerdings war es aber auch nicht so, wie ich jetzt vermutet hatte. Ich hatte es aber auch vorher bei anderen Blogs und Vloggern gelesen, dass man früh geweckt wird und dann immer noch lange warten muss auf das Essen. War aber hier gar nicht so. Ich fand überhaupt den Service relativ zackig, schnell, aufmerksam. Also wenn ich was wollte, ich war ja die ganze Nacht wach, ich habe geklingelt und innerhalb von einer Minute war jemand da oder weniger sogar. Also die sind schon sehr aufmerksam hier gewesen. Und das ist nicht nur bei mir, ich war nicht der Einzige, der die ganze Nacht wach war. So, als Frühstück habe ich mich heute mal für was Gesünderes entschieden, weil ich habe zwischendrin schon in der Bar, die es vorne im Flugzeug gegeben hat, ein bisschen bedient. Da gab es so Süßigkeiten, nur so Snickers und so. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber bekannte Süßigkeiten und ein paar Sandwiches und Obst und Gemüse. Also eher nur Obst. Deswegen habe ich mich da ein bisschen bedient. Bin auch gar nicht so mega hungrig, aber dafür habe ich mich jetzt für das Gesunde hier entschieden. Ein bisschen Obst, Kaffee, ein Smoothie und weiß ich nicht, was das ist. Irgend so ein Käse, Tomaten, Salat. Good? Is everything okay? Everything is perfect, thank you. Ja, der Koch, der kommt auch regelmäßig vorbei und guckt und fragt, ob alles in Ordnung ist. Also, wie gesagt, meckern kann ich überhaupt nicht über den Service und die Qualität der Speisen und generell. Das Einzige war, wie gesagt, der Sitz. Ja, thank you. Dann wird es auch mal Zeit für mein Fazit, würde ich sagen. Ich fasse mal zusammen. Also der Sitz, ich habe darauf einige Stunden geschlafen, ist gefühlt tatsächlich eng, würde ich nicht sagen, aber er ist nicht der weiteste. Er ist auch von den Beinen nicht der breiteste. Wenn man Seitenschläfer ist beispielsweise, ist das top, überhaupt kein Problem. Wenn man gerade auf dem Rücken liegt und 1,80 ist wie ich, dann das Kind wieder. Oben wie unten an der Grenze, sag ich mal. Man kann schlafen, alles kein Ding, 180 Grad, nicht beschweren. Was mir aber wichtig ist an dem Sitz, und das möchte ich positiv hervorheben, ist die absolute Privatsphäre. Ich habe eine super geniale Privatsphäre. Ich habe viele Ablagemöglichkeiten. Ich habe einen großen, ich würde schon sagen riesigen Monitor hier, der sich neigen lässt. Stabiler Tisch und es ist eine Haptik hier, absolut fantastisch, würde ich sagen. Viele kleine Details, wo man mitgedacht hat, wie mit der Fernbedienung, dass die beispielsweise sich nicht irritieren lässt, wenn ich jetzt hier mit dem Ellbogen dagegen stoße. So viel also erstmal zum Hardprodukt. Von der Konfiguration finde ich finde es grandios, weil ich hier meine geliebte Privatsphäre habe. Ich sehe den Nachbar nicht, ich sehe nicht, was er auf dem Tisch hat, vielleicht da, wo die Kamera jetzt gerade steht. Und er sieht das bei mir nicht. Also das finde ich hervorragend, das mag ich total. Das ist eine Business Class, so stelle ich mir das vor. Habe ich auch bei Singapore Airlines gemocht, die ja in der 787 Dash 10, also Dash 10, das gleiche Produkt verbaut haben oder ein ähnliches Produkt, um es mal so auszudrücken. Da wurde ich kurz vom Captain unterbrochen, der seine Schlussansage gemacht hat, weil wir jetzt im Landeanflug sind. Der Service, ihr kennt Turkish Airlines, das ist also endlich haben wir es mal auf Langstrecke erlebt, endlich habe ich mal auf Langstrecke erlebt. Die sind ja grandios. Also ich kann es nicht anders sagen. Ein aufmerksamer Service, ein mitdenkender Service.
in der Hinsicht beispielsweise, ich möchte mal sagen, ich wollte auf die Toilette gehen. Das war alles blockiert und die hintere Toilette wird von der Economy und von der Business genutzt. Er hat sie mir blockiert, sodass ich gehen kann, sobald derjenige raus war, hat mir dann Bescheid gesagt. Also das ist ja doch super nett, oder? Habe ich so noch nicht erlebt. Normalerweise wartet man ja davor. Es wird nachgefragt, ob man noch was möchte. Also ein aufmerksamer, aktiver Service. Und wenn ich was möchte, sofort jemand da, wenn ich geklingelt habe. Nennt man das so, geklingelt? Egal, jedenfalls, damit habt ihr mich gekriegt, muss ich sagen. Ich bin begeistert und vielleicht nochmal auf Langstrecke und dann bitte einen Tagflug, dass das hier schön hell ist und auch wunderbar aussieht im Video. Das war mein Fazit. Das ist ja lustig. Wir haben eigentlich ein Gate da, aber irgendwas, irgendwie klappt die Brücke nicht, müssen wir doch im Bus steigen. Aber so kann man schön das Flugzeug von außen anschauen. So, das war jetzt unser Flug hier mit der Turkish Airlines Business Class 787-9. Wir haben irgendwie kein Gate bekommen, warum auch immer. Wir stehen jetzt draußen, müssen Bus fahren. Ja, egal. Aber es gibt wenigstens einen eigenen Business Class Bus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ich habe gerade den Koch gefragt hier an Bord, ob das Catering denn aus, sorry für das Kind, Go & Co. Catering, ich muss kurz warten, bis das Kind das Schreien aufhört, was ununterbrochen in der Business Class hier schreit. Spielt ja keine Rolle, wo es schreit, aber es schreit. So. Und zwar das Catering stammt nicht von Do & Co. Do & Co? Nochmal. Nochmal. So, ich fange jetzt nochmal an. Nein, es schreit schon wieder. Ich habe gerade den Koch an Bord hier mal gefragt. Sorry für das Kind im Hintergrund. Ist ein ganz besonderer Schreihals heute an Bord. Und da fragt man tatsächlich, ey, wenn ihr neben uns sitzen würdet, da würde ich mich beschweren, wenn hier ständig einer quatscht. Aber dann das Kind, ja, 9 Stunden am Schreien haben. Uns hört man gar nicht.